Okay, the last 30 minutes of our time together, and we're going to do the fifth trumpet, chapter 9, 1 through 12. Ja, also wir haben noch diese halbe Stunde heute und wir werden jetzt Trumpet 5 und 6. No, we're going to do trumpet 5 now. Aha, 6 tomorrow morning. Aha, wir werden jetzt nur die fünfte Posaune und dann morgen Vormittag die sechste Posaune behandeln. Unless we go really fast, but I don't think Es sei denn, wir rasen noch schneller. Okay, do you want to read verse 1 and 2 of chapter 9? Ja, Kapitel 9, die Verse 1 und 2. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes, und ein Rauch stieg auf aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens, und die Sonne und die Luft wurden vom Rauch des Schlundes verfinstert. Okay. So, the first thing to note Das Erste, was wir wissen müssen, is that the star, see, it says that a star, I saw a star from heaven which had fallen to the earth. ja, da ist ein Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. I'm sorry to tell you this, but it's not a literal star. Das kann nicht, tut mir leid, dass ich das sagen muss, es ist kein buchstäblicher Stern. What? A symbol? No! Was? Ein Symbol? Nein, nein. Yes, because we've already seen stars and meteorites fall to the earth. Denn wir haben schon gesehen, in Kapitel 6, dort sind die Sterne Meteoriten, die auf die Erde fallen. This one is clearly a person. Das hier ist ganz klar eine Person. Because in verse 1 it says, and the key of the bottomless pit was given to him. Ja, und denn es heißt hier ihm. Also das ist eine Person, wurde der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. So this star is clearly a person and he has a key to the bottomless pit. Also diese Person hat einen Schlüssel zum Schlund des Abgrundes. Which means he has the ability to apparently unlock it or open it. Er hat also die Fähigkeit, den Abgrund zu öffnen. Job 38:7 calls the angels the morning stars. Ja, Calls Hiob, angels. ja, Angels. Hiob 38,7 nennt die Engel Morgensterne. And Revelation 9:11 describes the same person as a king. Offenbarung 9, Vers 11 nennt diese gleiche Person einen König, The angel of the bottomless pit, den Engel des Abgrundes, in Hebrew named Abaddon, auf Hebräisch Abaddon, and called Apollyon. und er heißt auf Griechisch Apollyon. It's in verse 11. I'm sorry, I should have told you. Ja, das steht im Vers 11. So you see they have a king over them. The angel of the abyss, his name is Hebrew, is Abaddon, and the Greek name has Apollyon. Ja, ein König, den Engel des Abgrundes, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. In Luke 10:18, Jesus says something really interesting. In Lukas 10, Vers 18 sagt Jesus etwas wirklich Interessantes. He said to them, I was watching Satan fall from heaven like lightning. Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie ein Blitz. So it really does look like chapter 9 is a reference to Satan. Es sieht also so aus, dass Offenbarung 9,1 vom Teufel spricht. And Ezekiel 28 and Isaiah 14 tells us about Satan and his fall. Ja, Jesaja 14 und Hesekiel 28 spricht von Satan und von seinem Fall. He was named Lucifer, Er hieß Luzifer, still is Lucifer, I mean that's his name. heißt immer noch so. Revelation 12:9 says he influenced 1/3 of the angels to follow him. Offenbarung 12, Vers 3 sagt, dass er einen Drittel der Engel in seinen Fall mit herabriss. And they're called demons. Und sie heißen Dämonen. Now, in fact, let's go to that verse, okay? Revelation 12:9. Wir schlagen diesen Vers auf. It should be verse 3, isn't it? What's that? Yeah, but I mean 12:9 explains who Satan is first. He says, Aha, in 12,9, dort steht, wer der Teufel ist. and the great dragon was thrown down, the serpent of old, who is called the devil and Satan, who deceives the whole world. Ja, es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welche der Teufel und der Satan genannt wird,
der den ganzen Erdkreis verführt. And his angels were thrown with him, it says at the end of the verse Ja, there. und dann heißt es, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Now if you go back up to verse 4, Und dann im Vers 4, his von Kapitel tail 12, swept away a third of the stars of heaven and threw them into da the earth. heißt es, sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort. So I'm going very quickly, but the conclusion is that Satan, Lucifer, fell Ja, also was wir hier erfahren ist, Satan, Luzifer, fiel because of his pride wegen seines Hochmuts and took 1/3 of the angels with him in his rebellion, und nahm 1/3 der Engel mit sich in seinen Aufstand. and they are demons. Das sind jetzt die Dämonen. Now what you have to know is in the Bible says there are two kinds of demons. Die Bibel sagt, dass es zwei Arten von Dämonen gibt. There are those who are alive today and doing a lot of damage in the world. Es gibt solche, die lebendig und tätig und wirksam sind in der ganzen Welt heute. And there's a second type of demon that's already destined to hell. Und es gibt eine zweite Sorte von Dämonen, die sind jetzt schon an die Hölle gebunden. Jude and Peter tell us they're in a place called Tartarus. Ja, Judas und Petrus sagen, sie sind an einem Ort, der dort genannt wird Tartaros. And they are already there probably when they cohabitated with women in Genesis 6 and got condemned to that. Sie sind dort wahrscheinlich, seit sie Verkehr hatten mit den Frauen, von denen wir in 1. Mose 6 lesen, und dass sie dann sofort dorthin verbannt wurden. So what we want to see is that there are two types of demons, those who are around the earth today and those who are already in hell. Ja, es gibt also zwei Arten von Dämonen, solche, die immer noch da sind und ihr Unwesen treiben, und dann solche, die bereits gebunden sind am Ort der Finsternis. And that helps us understand the verse today. Und das hilft uns, den Vers, den wir jetzt vor uns haben, zu verstehen. Because this angel has the key to the bottomless pit that was given to him. Denn dieser Engel hat den Schlüssel zum Abgrund. Go with me to 2 Peter 2:4. Wir lesen 2. Petrus 2,4. 2 Peter 2:4. 2. Petrus 2,4. For God did not spare the angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to the pits of darkness reserved for judgment. Denn wenn Gott Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in den tiefsten Abgrund oder eben in den Tartaros warf und den Ketten der Finsternis überlieferte. Okay, and it explains the context here, but I mean that what we find is that some demons are already in hell, as I just said. Ja, und hier da steht eben, dass gewisse Dämonen wurden schon der Hölle übergeben. And it says there are angels who sinned. Es sind Engel, die gesündigt hatten, wie da steht. In the German Bible, was it Tartarus? Yeah, it says it's a no. I just you gave the added that. explanation. Huh? I just gave the Okay, very good. Okay, that's the German good. Okay. doesn't say it. Okay, now go with me to Jude 6 and 7. Jetzt Jude schlagen wir 6 and 7. Judas Verse 6 und 7 auf. Judas Verse 6 und 7. It says well, you can read it. Da heißt es, und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, in dem sie des ewigen Feuers Strafe erleiden. So what we find out is very clear here. There's not a whole lot to say. It's very clear. Ja, das ist alles sehr klar. These Man muss nicht viel angels dazu sagen. sinned. Diese Engel sündigten. They were already sent to the judgment of hell. Ja, sie sind bereits dem Gericht der Hölle überantwortet. They're in eternal bonds under darkness. That's what it says. Ja, sie sind in ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Waiting for the final Und judgment. sie warten auf das Endgericht. And it says, the context of Sodom and Gomorrah, they indulge in gross immorality. Und der Zusammenhang hier mit Sodom und Gomorra, sie haben sich in gräuliche Immoral verwickelt. And as I said earlier, in Genesis 6, there's probably a problem with them cohabitating with those women and creating a really gross monster. Ja, wie schon kurz vorhin gesagt, in 1. Mose 6 geht es um diesen Verkehr zwischen Dämonen und den Töchtern der Menschen. Und das Ergebnis waren Monster. In Luke 8:30 and 31, you don't have to read it, Luke 8:30 and 31. Lukas 8, Verse 31 und 32, 30 und 31.
Jesus is about to cast out the demons from the pigs. Ja, Jesus ist daran, die Dämonen die swine. Dämonen von diesem From the man into the pig. I'm sorry, yeah, right. von diesem Besessenen auszutreiben und in die Säue fahren zu lassen. And it's interesting, the demons said to Jesus in verse 31, Ja, in Vers 31, da sagen die Dämonen zu Jesus, they were entreating him not to command them to depart into the abyss. ja, und sie flehen ihn an, dass er sie nicht in den Abgrund werfe. So they said to Jesus, please don't send us to that place where the other demons are. Ja, sende uns noch nicht dorthin, wo die anderen Dämonen sind. So Jesus sends them into the pigs. Ja, Jesus schickt sie in die Säue. So this is the pit that was talked about here in Das ist eben der Revelation 9. Abgrund, von dem auch in Offenbarung 9 die Rede ist. Now fifth trumpet, remember, is a judgment against the world. Ja, die fünfte Posaune ist ein Gericht gegen die Welt. So verse 2, Satan opened the bottomless pit. Also im Vers 2 dort steht, dass er den Abgrund öffnet. Hold on just one second here. So he opens his bottomless pit. That's what it says, okay? And smoke went out of the pit like the smoke of a great furnace, and the sun of the air was darkened by the smoke of the pit. So they opened Tartarus. Ja, also hier wird der Tartaros geöffnet und da steigt dieser Qualm auf. And I've got an outline here. I think that where am I? I'm tired, and I can tell. Wo sind wir jetzt? Yeah, the torment is inflicted. You just follow the outline here. In verse 3, the torment is inflicted. And so what happens? Ja, was geschieht? And so verse 3, out of the smoke came forth locusts upon the earth. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. And the powers were given them as the scorpions of the earth have power. Und sie haben Gewalt, ihnen wird Gewalt gegeben, wie sie die Skorpione der Erde haben. So it looks like demons are being released here. Ja, es scheint, dass es sich um Dämonen zu handeln. The locusts are demons. Die Heuschrecken sind hier Dämonen. From a time released for the purpose, verse 3, to spread around the earth. Und sie werden für eine gewisse Zeit herausgelassen, um sich über die ganze Erde zu verbreiten. And it says in verse 4, they were told that they should not hurt the grass of the earth or any green thing or any tree, but only the men who do not have the seal of God on their foreheads. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigen sollten das Gras der Erde, noch irgendetwas Grünes, noch irgendeinen Baum, sondern die Menschen, welche nicht das Siegel Gottes an ihren Stirnen haben. Now a little detail in verse 3 not to miss. Ein kleines Detail im Vers 3, das man nicht übersehen sollte. It says a power was given to them. Ja, Gewalt wurde ihnen gegeben. As scorpions. So who gave them the power? Wer gab ihnen diese Gewalt? God. God is using demons to judge people. Ja, Gott. Und Gott gibt also Dämonen Gewalt, um die Menschen zu richten. Why all the, why are they sparing the grass, everything that's green? Warum sollen sie alles verschonen, alles Grüne, das da wächst? I'm not sure I really know the answer to that question. Ich habe keine Antwort auf die Frage. But what I do know is, going back to verse 3, the sting of a scorpion is a really, really bad sting. Aber was ich weiß, Vers 3 spricht davon, der Stich eines Skorpions ist wirklich schlimm. It's considered has anyone been stung by a scorpion before? Have you? Yeah. Oh, I heard it's the worst sting in the world. Yeah, well, I don't know if it's worse, but is it worse than a tooth? It is bad. Yeah, it is bad enough. Yeah, okay, so it's really, really bad. So just to let you know that it's apparently really, really bad, but you're still alive. That's good. Okay. So, it was a small one, only this size. But they still hurt. Yeah, they still hurt. Okay. And so why verse 4? I'm not exactly sure. I'm not sure anyone really understands. But anyway, there it is. Unless someone has an idea on that one. I have no idea. Vers 4, wie man das erklären soll. Ich weiß auch nicht wie. Let's leave it. Yeah. Anyway, we'll talk about that later. Okay. This is what's interesting is verse 5. The suffering is at its peak. Verse 5, and they were not permitted to kill anyone, but to torment for 5 months, and their torment was like the torment of a scorpion when it stings a man. So
They couldn't kill, just torture. Ja, also wir lesen hier im Vers 5, es wurde ihnen gegeben, dass sie nicht töteten, sondern dass sie 5 Monate gequält würden und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen schlägt, also nicht töten, nur quälen. Nun, die Qual ist die Qual ist wie ein Nervengift. Also ich hatte nach diesem Stich 24 Stunden, man wird total rastlos, man kann nicht liegen, man kann nicht stehen, was man auch tut, man meint, man wird verrückt. Wirklich. Und es lässt dann einfach langsam nach und nachher ist die da. So what did you just explain? Yeah, it is like it's nervous. It is nervous poison. Oh, okay. It mainly for 24 hours. You could lay on the ground, nor stand, nor sit in no position you were comfortable. I thought I was going mad. Wow. So it was really, it was a mental torment. Okay, so that's what I've heard, and apparently that's really true. Okay, and look at verse 6. And in those days, men will seek death and will not find it. And they will long to die, and death flees from them. Ja, Vers 6 sagt dann, und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden und werden zu sterben begehren und der Tod flieht vor ihnen. I mean, can you imagine have gone through all that we've seen already today, and on top of that, now there are these demons stinging you, and you want to die. You just want to die, but you can't die. Ja, kannst du dir das vergegenwärtigen, wenn wir an all das denken, was wir heute schon gehört haben, diese Gerichtsschläge, diese Plagen und dann diese Dämonen, die die Menschen stechen, quälen, so quälen, dass die Menschen sterben wollen und nicht sterben können. One commentator says, those who want to drown themselves can't. Ein Ausleger sagt, Leute, die sich ertränken wollen, können es nicht. They won't be able to drown. Sie können nicht ertrinken. Those who want to shoot themselves in the head, they might shoot, but the bullet will not harm them. Ja, Leute, die sich selbst erschießen wollen, einen Schuss durch den Kopf jagen, aber die Kugel wirkt nicht. Those who want to jump off a cliff will somehow or another be spared. Und wer von einem Felsen sich herabstürzt, wird das überleben. Those who will want to drink poison will not be able to die from drinking poison. Ja, und auch wer Gift trinkt, wird daran nicht sterben können. If you take someone and you pierce him with a sword, somehow he won't die. Und wenn du jemanden nimmst und ihn mit einem Schwert durchbohrst, er wird nicht sterben aus irgendeinem Grund. No suicide attempt will work. Kein Selbstmordversuch wird gelingen. If you can jump off a bridge, you won't die. Wenn man von einer Brücke hinunterspringt, dann stirbt man. It will be constant agony with no relief. Ja, sonst. Aber es wird also beständige Qual sein, ohne Erleichterung. That's pretty horrible. Das ist schrecklich. And look at verse 5. Dann Vers 5. For 5 months only. Für 5 Monate. So again, is that a literal? There's no reason not to take that literally. 5 months. Otherwise, why did he put 4, 6, or 8, or 10? Ja, ist das buchstäblich zu verstehen? Wenn 5 Monate steht, es gibt keinen Grund, hier 4 oder 6 Monate zu sehen. Sie hätten ja auch das schreiben können. Well, apparently I read a lot of commentaries and no one really knows why it's 5 months. Niemand weiß wirklich, warum es 5 Monate sind. The best thing I heard is Wiersbe says that the lifespan of a grasshopper is 5 months. Das Beste, was ich bisher gelesen habe, ist von Warren Wiersbe. Er sagt, die Lebensspanne einer Heuschrecke ist 5 Monate. From May to September, in case you were Von wondering. Mai bis September. But this could just simply be indicating the length of this judgment. Es könnte sich hier ganz einfach um die Länge dieses Gerichts drehen. So who are these demons? Look at verse 7. Und was sind diese Dämonen? Vers 7. The appearance of the locusts was like horses prepared for battle, on their heads as it were crowns like gold, and their faces were like faces of men. Ja, die Gestalt der Heuschrecken waren gleich zum Kampf gerüsteten Pferden und auf ihren Köpfen wie Kronen gleich Gold und ihre Angesichter wie Menschenangesichter. So there's horses ready for battle. They look like horses. Ja, wie Schlachtrosse. Crowns like they were going to be victorious in their torment. Kronen, das heißt, sie sind siegreich in ihrem Unterfangen zu quälen. They have faces like men's faces. Sie haben Gesichter wie Menschen, Vers 7. In verse 8, they have hair like women's hair. Vers 8, sie haben Haare wie Frauenhaar. Why? I mean, could there be some kind of power of seduction here, like in Genesis 6? Ja, könnte es irgendeine Macht der Verführung darstellen, wie in 1. Mose 6? Like mermaids in Greek mythology, you know?
luring men into sin. Ja, wie diese Meeresjungfern in verschiedenen Mythen, die Männer anziehen und in die Sünde ziehen. Verse 8, teeth like the teeth of lions. Und Vers 8, Zähne wie die der Löwen. Well, if Satan is a roaring lion and wants to devour, it makes sense. Ja, wenn der Satan wie ein Teufel, wie ein Löwe umhergeht, ein brüllender Löwe, der verschlingen will, dann versteht man das ja ziemlich They have leicht. breastplates like breastplates of iron, verse 9. Und sie haben Panzer wie eiserne Panzer. So are they invincible? Is that what it's describing? They're invincible? Ja, heißt das ganz einfach, dass sie unbesiegbar sind? In verse 9, they have the sound of their wings as chariots with many horses. Und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen mit vielen Rossen, die in den Kampf laufen. In verse 10, and they have tails like scorpions and stings, and in their tails they have the power to hurt men for 5 months. Und sie haben Schwänze gleich Skorpionen und Stacheln, und ihre Gewalt ist in ihren Schwänzen, die Menschen 5 Monate zu beschädigen. And their leader is revealed in verse 11. Und ihr Anführer wird im Vers 11 offenbart. They have a king over them, the angel of the abyss. His name in Hebrew is Abaddon, and in the Greek he has the name Apollyon. Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. So it's interesting, the demons have a king, Ja, die Dämonen haben einen König and the king is an angel. und dieser König ist ein Engel. His name is Abaddon, Er heißt Abaddon, Apollyon in Greek, ein griechisch Apollyon. which means destroyer. Das bedeutet Zerstörer. He rules over them, Er herrscht über sie, he leads them and directs them. er führt sie, er leitet sie. So that's number 5. Das ist Posaune Nummer 5. So we're about halfway through. Wir haben also die Hälfte schon geschafft. Can you imagine? We're only halfway through almost. A little more than halfway through. Yeah. All of the plagues. Ja, also wir sind nicht, also von den Plagen haben wir jetzt die Hälfte. I mean, it's just like, I'm tired of just reading about this. Ja, also ich werde müde nur schon vom Lesen But von diesen we're not Plagen. finished. We're going to do more of this tomorrow. Aber wir werden morgen noch mehr davon hören. Judgment after judgment after judgment. Gericht auf Gericht auf Gericht. You know why? Warum? Because of God's grace. Wegen Gottes Gnade. His hope is that someone out of all these people will repent. Ja, seine Hoffnung und Erwartung ist, dass doch einige dieser Menschen Buße tun, umkehren. So let's go home, let's eat, sleep, and come back tomorrow for more of this, Also okay? gehen wir nach Hause, ruhen wir aus, essen, schlafen und dann morgen gibt es dann mehr von der gleichen Ware. I hope you're happy. Ich hoffe, ihr seid glücklich. That's the whole idea here. We're supposed to be happy, okay? Ja, das soll doch der ganze Okay, we could take a few Gedanke. questions maybe. Do we have a couple of minutes? Yeah, I see Ja, a hand jemand right hat there. eine Yes, sir. Frage. Am Anfang wurde, glaube ich, gesagt, dass verschiedene Namen des Teufels, und da war, glaube ich, auch der Name Apollyon oder Abaddon drunter. Aber ist jetzt hier der Teufel mit gemeint oder nicht? Ja, you gave a whole series of names Yes. of Satan, and you also mentioned Abaddon and Apollyon. So Yes. is this here really Satan? Well, Abaddon and Apollyon? apparently, I mean, Ja, offenkundig. I'm not going to die on this mountain, okay? Ich werde But also I- in der I- Schlacht um diesen Hügel nicht mein Leben I'm lassen. not making this up, but I consulted a lot of commentaries, and most people, I think everyone concludes this is Satan. Ja, also alle Kommentare, die ich nachgeschlagen habe, die sagen, das ist der But Teufel. maybe you want to comment on that. Do you have other comments? No, Or no other. You agree with this? Nein, yes. Well, if he agrees, that means I'm right. It can't. Whoa. It can't be anything else. Yeah, I can't imagine. I Ja, mean, nur schon der Name der Verderber und dann Abaddon bedeutet Verderben. His names, Destroyer, Yeah, yeah, Abaddon is destruction. yeah, exactly. So it's hard. We couldn't give those names to Jesus. I mean, I guess you could because he destroys people, but no, I mean, it makes sense. It seems that this is Satan. And king of the demons, who would that otherwise Yeah, be? who's their king? Right. Well, I mean, you could make a case that he's the king. Well, yeah, but a king implies people are worshiping you. You know what I'm saying? Not worshiping Yeah. you, but submitting to you. Ja, It's- sein König hat doch Untertanen Ja. und sind ihm untertan. But there were the Pharisees who blamed Jesus for casting out that demon by the
head of all demons. Yeah, interesting. Also Jesus wurde ja gesagt, dass er die Dämonen austreibe durch den Obersten der Dämonen. Also, und dort ist Satan gemeint. Yeah. And here the king of the demons would be Satan. Yeah. Good question. Gute Frage. Are there any other questions? If you have we have a couple more minutes. We have 3 minutes. Wir haben noch 3 Minuten. Noch eine Frage, ja? Ist das eindeutig zu verstehen, dass die 144.000 zwischen der 6. und 7. Siegel ausgelassen oder entsandt werden? Oder werden die auch zwischen der 1. und 5. Siegel schon entsandt? Yes. When will the 144,000 sealed servants of God be sent out into the world? He asked, is it between 6th and 7th seal or already from seal 1 on? May 22nd night. No, just kidding. Okay, the exact. I really don't know. I that's a good question. Es wird am 22. Mai sein. Nein, ich scherze nur. But since we're doing a literal chronological reading, Da wir der Bibel folgen in ihrem Wortsinn und auch im chronologischen Sinn, it's not impossible that in chapter 7 is when they actually appear. ist es nicht unmöglich, dass es ab Kapitel 7 ist, wo sie dann wirklich erscheinen. It would be the same question as when the 2 witnesses of chapter 11 show up. Die Frage stellt sich dann wieder in Kapitel 11. Diese beiden Zeugen von Kapitel 11, wann treten die auf? Again, it kind of fits chronologically, so I think I will probably go with a chronological order. Ja, es passt also chronologisch am besten. You mean at the breaking of the 7th seal? Well, I mean, I'd place them right here, like for the. Hold on here. They're in. Ja, also ich würde es platzieren. Ich schlage es nochmal So an. it's between the 6th and the 7th seal. Zwischen dem 6. und dem 7. Siegel scheint mir das naheliegendste zu sein, wenn wir einfach chronologisch. And I could be wrong, but that's just kind of the easiest way to just. Do you have another idea on this? Vielleicht stimmt es nicht, aber das scheint die naheliegendste Erklärung zu sein. Hast du eine andere Erklärung? Nee, es klang einfach kurz so, als wenn es auch zwischenzeitlich gesendet werden würde, zwischen dem 1. und 5. deswegen fragte ich. Aha. He once thought that you had hinted that they would appear already between seal 1 and 5. Oh, if I said that, I said that by mistake because I really don't know. Ja, also wenn es so klang dann oder so rüberkam, das wollte ich nicht sagen. I don't know. But I think they're right where they're supposed to be. I mean, obviously. But between the 6th and 7th seal. Ja, ich denke, es ist zwischen dem 6. und dem 7. Siegel.